Hallo zusammen und willkommen zurück auf unserem German for Beginners Kanal, wo Deutsch lernen einfach ist und Spaß macht. Ich bin Lena. Hallo Lena und hallo an alle unsere wunderbaren Zuhörer. Es ist so schön, heute wieder mit dir hier zu sein. Es ist schön, dich zu sehen, Frank. Wie geht es dir? Mir geht es fantastisch, danke. Ich hatte ein sehr schönes, ruhiges Wochenende. Und dir? Mir geht es auch gut. Ich freue mich sehr auf unser heutiges Thema. Oh ja, es ist ein Thema, nach dem so viele Deutschlernende fragen. Es ist ein sehr großes Gefühl. Ein großes Gefühl? Jetzt bin ich neugierig. Was ist es? Heute sprechen wir über das Problem, ich verstehe Deutsch, aber ich habe Probleme beim Sprechen. Ah ja, das ist Problem Nummer 1. Das höre ich von so vielen Leuten. Ich auch. Viele sagen, ich kann Filme schauen, ich kann Podcasts verstehen, aber wenn ich versuche zu reden, schaltet mein Gehirn ab. Ja, die Wörter sind weg. Richtig. Es ist, als ob deine Stimme eingeschlossen ist. Aber keine Sorge, heute teilen wir ein paar praktische Tipps, die euch helfen werden, eure deutsche Stimme zu befreien. Das klingt perfekt. Das wird eine sehr wichtige Folge. Das ist es. Aber warte, bevor wir anfangen, haben wir eine kleine Bitte an euch. Ja, genau. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr gern mit uns lernt, nehmt euch doch eine Sekunde Zeit und gebt dieser Folge ein Gefällt mir, also einen Daumen hoch. Das hilft unserem Kanal wirklich sehr und hilft auch anderen Deutschlernenden, uns zu finden. Und klickt auch auf Abonnieren für unseren German for Beginners Kanal, dann verpasst ihr keine neuen Folgen. Vielen Dank euch allen, eure Unterstützung ist großartig. Okay, Lena, ich bin bereit. Meine Stimme ist eingeschlossen. Wie finde ich den Schlüssel? Alles klar, der erste Tipp ist, ändere, wie du zuhörst. Ändern, wie ich zuhöre, aber ich verstehe doch schon. Ist das nicht gut? Verstehen ist super, das ist Schritt 1. Aber wir müssen dein Zuhören ändern von passiv zu aktiv. Von passiv zu aktiv. Was bedeutet das? Passiv zuzuhören heißt, dass du nebenbei andere Dinge machst. Vielleicht putzt du oder fährst Auto und das Deutsch läuft im Hintergrund. Du verstehst es, aber du bist nicht 100% konzentriert. Ah ja, das mache ich oft. Aktiv zuzuhören bedeutet, dass du wirklich mitmachst. Mitmachen? Wie meinst du das? Du hörst einen Satz und sprichst ihn nach. Oh, also ich höre einen Satz und wiederhole ihn? Ja, genau. Es gibt eine tolle Technik, die nennt sich Shadowing. Shadowing? So wie mein Schatten? Genau, wie ein Schatten. Du wirst zum Schatten des Sprechers. Du hörst einen Podcast oder ein kurzes Video und versuchst gleichzeitig mitzusprechen, was die Person sagt. Gleichzeitig mitsprechen? Wow, das klingt schwierig. Es kann schwierig sein. Fang klein an. Hör einen Satz, drück auf Pause und sprich den Satz nach. Okay. Hören, Pause, nachsprechen, das kann ich machen. Und wenn du dich sicherer fühlst, versuch mit der Person mitzusprechen. Es ist okay, wenn es nicht perfekt ist. Ich verstehe. Also ich höre nicht nur zu, ich spreche auch Deutsch. Ich übe die Laute und die Melodie der Sprache. Perfekt gesagt, Frank. Die Melodie der Sprache. Genau. So trainierst du dein Ohr und deinen Mund, zusammenzuarbeiten. Das ist ein toller erster Tipp. Aktiv zuhören, Shadowing, gefällt mir. Was kommt als nächstes? Der nächste Tipp ist, deinen Deutschmodus einzuschalten. Mein Deutschmodus? Was ist das? Wie ein geheimer Superheldenmodus? Ja, genau so. Das ist eine Zeit am Tag, in der du nur auf Deutsch denkst und sprichst. Nur auf Deutsch denken. Oh, das ist schwer. Mein Gehirn liebt meine Muttersprache. Natürlich. Aber das kannst du üben. Am besten, indem du mit dir selbst sprichst. Mit mir selbst reden? Ja, erzähl dir selbst, was du machst oder was du siehst. Die Leute denken dann vielleicht, ich bin verrückt? Du kannst es machen, wenn du allein bist. Zum Beispiel, wenn du in der Küche bist. Sagst du, jetzt mache ich Kaffee. Ich brauche eine Tasse. Wo ist die Milch? Ah, die Milch ist im Kühlschrank. Oh, so kann ich das machen. Ich sitze im Studio. Ich spreche mit Lena. Ich bin glücklich. Siehst du, du machst es schon. Gut gemacht. Es fühlt sich am Anfang ein bisschen komisch an, aber es ist sehr effektiv. Warum ist es so effektiv?
Weil dein Gehirn die Wörter selbst finden muss. Du verstehst nicht nur, du produzierst aktiv die Sprache. Ah, mein Gehirn muss wirklich arbeiten. Ich muss die Wörter finden und sprechen. Es ist Übung für echte Situationen. Genau, versuch es einfach 5 oder 10 Minuten jeden Tag. Das ist dein Deutschmodus. Okay, ich werde es versuchen. Also, ich mache Shadowing und ich rede mit mir selbst. Genau. Aber Lena, was ist, wenn ich die Wörter nicht weiß? Ich stoppe, weil ich nach Worten suche. Gute Frage. Und das führt uns zu Tipp Nummer 3. Hör auf, einzelne Wörter auswendig zu lernen. Stopp, keine neuen Wörter mehr lernen? Aber ich brauche doch mehr Wörter. Nein, ich meine, hör auf, lange Listen von einzelnen Wörtern auswendig zu lernen. Zum Beispiel Katze, Hund, Buch, Haus. Das hilft dir beim Sprechen nicht viel. Und was soll ich stattdessen lernen? Lerne Wortgruppen, kleine Sätze oder feste Ausdrücke. Auf Englisch sagt man Chunks. Chunks, wie Stücke? Zum Beispiel ein Stück Kuchen? Ich mag Kuchenstücke. Aber nein, Chunks sind Wortgruppen, feste Phrasen oder Satzteile, die oft zusammenverwendet werden. Okay, gib mir ein Beispiel für so einen Chunk. Anstatt nur das Wort Punkt zu lernen, lern den ganzen Satz, das ist ein guter Punkt. Oh, das ist ein guter Punkt. Das kann ich in einem Gespräch benutzen. Genau. Oder anstatt nur meinen zu lernen, lern den Ausdruck, weißt du, was ich meine? Weißt du, was ich meine? Oder zum Beispiel lern, das ist interessant, anstatt nur interessant. Aha, das sind wie Werkzeuge, die schon fertig sind. Ich muss den Satz nicht komplett selbst bauen. Richtig. Du musst nicht über Grammatik nachdenken, du benutzt einfach den Ausdruck. Das klingt natürlicher und gibt deinem Gehirn Zeit, an die nächste Idee zu denken. Das ist wie Abkürzungen, um fließender zu sprechen. Ich liebe das. Lerne Chunks, nicht einzelne Wörter. Genau. Jetzt kommt vielleicht der wichtigste Tipp. Okay, ich bin bereit. Du musst wirklich jeden Tag Deutsch sprechen. Jeden Tag? Oh Lena, ich bin so beschäftigt. Ich habe viel Arbeit, ich bin müde, ich habe keine Zeit. Es muss keine Stunde sein, nur 5 oder 10 Minuten. Aber jeden Tag? Also 5 Minuten jeden Tag sind besser als 2 Stunden am Samstag? Ja, viel, viel besser. Deutsch sprechen ist eine Fähigkeit, wie Klavierspielen oder Fußball. Du musst oft üben. Das hält den Deutschmuskel in meinem Gehirn aktiv, oder? Genau. Aber dann kommt die nächste Frage. Mit wem soll ich reden, richtig? Stimmt, ich bin schüchtern. Ich lebe nicht in einem deutschsprachigen Land. Du kannst mit deinem Handy reden. Mit meinem Handy? Mein Handy antwortet mir nicht. Nein, ich meine, benutze die Sprachaufnahme. Oh, nein, das will ich nicht. Ich mag meine Stimme nicht. Ich werde meinen schlimmen Akzent hören. Nein, dein Akzent ist nicht schlimm, Frank. Dein Akzent ist ein Teil von dir. Und das hier ist ein sehr gutes Werkzeug. Du kannst dir selbst eine einfache Frage stellen. Zum Beispiel welche? Zum Beispiel, was habe ich heute gemacht? Dann drückst du auf Aufnahme und beantwortest die Frage. Sag etwas wie, heute bin ich aufgewacht. Ich war müde. Ich bin zur Arbeit gegangen. Ich habe zum Mittag ein Sandwich gegessen. Und dann höre ich mir die Aufnahme an? Ja, du hörst es dir an und denkst, oh, das habe ich gut gesagt. Oder du denkst, dieses Wort war schwierig. Das übe ich nochmal. Also bin ich mein eigener Lehrer. Genau, du bist ganz für dich allein. Nur du und dein Handy. Das ist eine fantastische Übung. Okay, ich werde es versuchen. Es klingt ein bisschen unheimlich, aber ich sehe, warum es eine gute Idee ist. Das ist es. Und hier ist noch eine lustige Übung. Ganz ähnlich. Rollenspiele. Rollenspiele? Wie im Theater? Ja. Stell dir eine Situation vor. Du bist im Restaurant. Du bist am Bahnhof. Du bist im Supermarkt. Und ich rede mit der Wand? Ja, du redest mit der Wand oder mit deinem Hund oder mit deiner Katze. Du spielst die Situation. Du kannst beide Personen sein. Okay, probieren wir es mal. Hallo, was möchten Sie bestellen? Ich hätte gern eine Pizza, bitte. Eine Pizza, alles klar. Und zum Trinken? Ich nehme ein Wasser, bitte. Das macht Spaß. Ja, es macht Spaß und es trainiert dein Gehirn, auf Deutsch zu reagieren. Es bereitet dich auf echte Situationen vor. Dann, wenn du wirklich im Restaurant bist,
blockiert dein Gehirn nicht. Es blockiert nicht. Das ist das große Problem, dieses Einfrieren. Diese Übung trainiert das Gehirn zu improvisieren. Ich liebe diese Idee. Jetzt müssen wir über das größte, gruseligste Monster im Raum sprechen. Ein Monster? Oh nein, was ist es? Die Angst vor Fehlern. Ach, ja, das ist wirklich ein sehr großes Monster. Ich verstehe Deutsch, aber ich spreche nicht, weil ich Angst habe. Ich habe Angst, dass meine Grammatik falsch ist. Ich habe Angst, dass Leute lachen. Dieses Gefühl hat jeder, wirklich jeder Lernende. Aber ich verrate euch ein Geheimnis. Ein Geheimnis? Erzähl es uns. Fehler sind deine Freunde. Meine Freunde? Nein, Lena, Fehler sind schlecht. Das sind die roten Kreuze in meinem Test. Nein, beim Sprechen sind Fehler gut. Ein Fehler ist ein Beweis. Er zeigt, dass du es versuchst. Er zeigt, dass du mutig bist. So habe ich das nie gesehen. Ein Fehler bedeutet, ich bin mutig. Ja, du kannst nicht lernen zu sprechen, ohne viele, viele Fehler zu machen. Das ist unmöglich. Flüssiges Sprechen kommt nach den Fehlern, nicht davor. Wow, das ist ein wichtiger Gedanke. Also soll ich einfach sprechen, auch wenn es nicht perfekt ist. Genau. Das Ziel ist Kommunikation, nicht Perfektion. Kommunikation, nicht Perfektion. Das schreibe ich mir auf. Ich liebe das. Hat die andere Person deine Idee verstanden? Ja? Dann hast du gewonnen. Du hast einen tollen Job gemacht. Das nimmt den ganzen Stress weg. Okay, ich werde versuchen, mutig zu sein und meine Fehler als Freunde zu sehen. Prima. Und das bringt uns zu unserem letzten großen Tipp. Um das Einfrieren zu stoppen, musst du das Antworten üben. Antworten üben? Du meinst auf Fragen antworten? Ja, zuhören ist toll, aber ein Gespräch geht in beide Richtungen. Es ist Hören und Sprechen. Das ist der schwierige Teil, der schnelle Teil. Genau, also musst du das trainieren. Du kannst zum Beispiel eine Sprachlern-App oder einen Chatbot auf deinem Handy benutzen. Ich stelle ihm Fragen und es stellt mir Fragen. Genau, und du musst antworten. Also übe ich schneller auf Deutsch zu antworten. Ja, oder du findest einen Freund, der auch Deutsch lernt. Oder du sprichst mit einem Lehrer. Das Geheimnis ist, trainiere dein Gehirn zu antworten, nicht nur zuzuhören. Zuhören ist passiv, antworten ist aktiv. Das ergibt so viel Sinn. Es ist alles miteinander verbunden. Aktives Zuhören, aktives Denken im Deutschmodus und aktives Antworten. Genau, Frank, du hast es. Das ist der ganze Plan. Das Deutsch ist schon in deinem Kopf. Du verstehst es ja. Diese Tipps sind die Brücke. Die Brücke? Ja, sie helfen dir, das Deutsch von deinen Ohren zu deinem Mund zu bringen. Wow, Lena, diese Tipps waren so hilfreich. Ich habe das Gefühl, ich kann jetzt wirklich sprechen. Und du kannst Deutsch sprechen, Frank. Du sprichst schon sehr gut. Ach, danke. Aber das sind wirklich praktische Ideen. Lass uns eine kurze Zusammenfassung machen. Gute Idee, Frank. Tipp 1. Übe Shadowing. Höre aktiv zu und sprich nach. Tipp 2. Schalte deinen Deutschmodus ein. Sprich mit dir selbst. Tipp 3. Lerne Wortgruppen, Chunks, nicht einzelne Wörter. Tipp 4. Sprich jeden Tag. Auch wenn es nur 5 oder 10 Minuten sind. Tipp 5. Nimm deine Stimme mit dem Handy auf. Sei mutig und hör sie dir an. Tipp 6. Mach Rollenspiele. Stell dir vor, du bestellst eine Pizza. Tipp 7. Befreunde dich mit deinen Fehlern. Denk daran, Kommunikation, nicht Perfektion. Tipp 8. Übe das Antworten. Trainiere dein Gehirn, auf Deutsch zu reagieren. Das ist ein sehr guter Plan. Vielen Dank, Lena. Sehr gerne, Frank. Und vielen Dank euch allen, dass ihr heute dabei wart. Wir hoffen wirklich, dass euch diese Tipps helfen, eure deutsche weiße Stimme zu finden. Ja, denkt daran, verstehen ist wunderbar, aber eure Stimme ist die Brücke zu anderen Menschen. Sprecht jeden Tag, auch wenn es nicht perfekt ist. So lernt ihr zu fließend zu sprechen. Das ist absolut richtig. Nun, das war's für heute. Genau. Bevor ihr geht, wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr sie hilfreich fandet, vergesst nicht, unseren German for Beginners Kanal zu abonnieren und dieser Folge ein Gefällt mir zu geben. Teilt sie auch mit einem Freund, der solche Schwierigkeiten hat. Ja, und wir haben eine Frage an euch. Bitte schreibt uns unten einen Kommentar.
Wir möchten wissen, welchen dieser Tipps werdet ihr zuerst ausprobieren? Ja, werdet ihr Shadowing ausprobieren? Oder mit euch selbst reden? Oder eure Stimme aufnehmen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wir lesen eure Antworten sehr gerne. Oh ja, das tun wir. Es ist unser Lieblingsteil. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Übt fleißig weiter euer Deutsch. Tschüss. Tschüss, bis zur nächsten Folge.